Für die Pianistin Aska Saito aus Kassel ist der Alltag oft stressig. Genau wie bei vielen anderen Müttern. 2 kleine Kinder, Haushalt und Job, da kommen Schlaf und Erholung häufig zu kurz. Aska Saitos Mittel, um wach und energiegeladen durch den Tag zu kommen: Kaffee, mindestens 4 Tassen täglich. Das sollte eigentlich die Höchstmenge für einen erwachsenen Menschen sein. Kaffee bringt mir Freude. Öfters glaube ich, dass das mich wach macht. Und auf jeden Fall hilft mir, den Tag zu überleben. Trotzdem soll das ihre letzte Tasse für mindestens 2 Wochen sein. Sie möchte einen Koffeinentzug wagen. Ich würde gerne sehen, ob es stimmt, dass ohne Kaffee mir besser gehen könnte. Und unabhängiger zu sein davon, weil ich schlecht zur Ruhe komme. Tagsüber fühlt sie sich fit, nachts kann sie nicht schlafen. Liegt das an ihrem Koffeinkonsum? 7 Espressi an einem Abend sind ihr bisheriger Rekord. Zwar hat Aska Saito keine Probleme mit zu hohem Blutdruck, trotzdem möchte sie wissen, ob sich der Entzug darauf auswirkt. Am Tag 2 ohne Kaffee trifft sie sich mit der Ökotrophologin Anja Later und bekommt Tipps für die kommenden Tage. Denn es könnte zu Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen kommen. Außerdem erfährt sie, dass sie vermutlich schon so sehr an Koffein gewöhnt ist, dass der bei ihr gar keine aufputschende Wirkung mehr hat. Heute Morgen bin ich sehr früh aufgewacht und bin ich ein bisschen benebelt. Dass sie keinen Kaffee getrunken hat? Das kann natürlich beginnend schon ein Problem sein, wenn man anfängt, Kaffee wegzulassen. Und dann kann es sein, dass die ersten 2, 3 Tage wirklich sie das körperlich auch stärker spüren. Deshalb ist es schon wichtig, nicht dauernd nachzudenken, was spüre ich denn? Also wäre es vielleicht mal günstiger nachzudenken, nicht an den Kaffee zu denken. Vielleicht hilft Ihnen ein anderer Satz, zu sagen, ich werde regelmäßig trinken. Schlafausgleich werden Sie nicht mit Kaffee kompensieren können, weil Sie zu stark Kaffee schon genossen haben. Wenn ich müde bin, würde ich sagen, antworte ich mit Schlaf darauf. Wenn ich Kopfschmerz habe, würde ich empfehlen, vielleicht mal rauszugehen. Mit einem entkoffeinierten Kaffee an der frischen Luft versucht Aska Saito ihren Entzug erfolgreich und unbeschwert durchzuziehen. Das sieht auch erstmal ganz gut aus. Dann aber habe ich den ganzen Nachmittag unglaublich schlechte Laune gehabt. Es war so unerträglich, dass mein Mann sich beschwert hat, dass ich dieses Entzug mache. Heute geht es ein bisschen besser noch, aber ich fühle mich schon ziemlich schlapp. Entkoffeinierter Kaffee ist okay, aber gestern dachte ich ja, aber eigentlich doch nicht so ganz. Und Aska Saitos größte Herausforderung liegt noch vor ihr. Sie hat ihren Entzug in Deutschland begonnen und muss in Japan weitermachen. 8 Stunden Zeitverschiebung, ohne Koffein. Tag Nummer 6. Ich habe es geschafft, nach Tokio zu fliegen, ohne Kaffee zu trinken. Alles gut. 10. Tag ohne Kaffee, der leider nicht mehr ohne Kaffee ist. Ich hatte heute Morgen ein wichtiges Gespräch und ich hatte so wenig geschlafen, ich habe einfach Kaffee getrunken. So, und der Effekt von diesem ersten Kaffee war in dem Moment sehr schnell und sehr gut. Ich meine, ich war wach und aktiv, aber jetzt, die Adrenalin ist runtergegangen und deswegen fühle ich mich sehr müde und trotzdem ein bisschen so zappelig. Das heißt, dass ich nicht sicher bin, ob den Kaffee mir die Energie und die Adrenalinschuss gegeben hat für den Termin oder einfach so aufgeregt war. Aska Saito übersteht ihre Reise ohne einen weiteren Rückfall. Bis auf die kleine Ausnahme hat sie fast 3 Wochen lang kein Koffein zu sich genommen. Macht sich das bei ihrem Blutdruck bemerkbar? Nein, der ist sogar etwas höher als vor dem Entzug. Aber wie steht es um ihr Wohlbefinden? Ich würde sagen, der Entzug hat mich für mich sehr gelohnt, auf viele Hinsicht. Ich komme leichter zur Ruhe und ich schlafe schneller ein. Und ich habe es wieder zum Frühstück normales Kaffee getrunken vor 2 Tagen. Also wirkt schneller, also so mein banales so Gefühl. Das wirkt mehr, also ich merke, ich bin viel mehr sensibel auf die Wirkung. Deshalb soll Kaffee für Aska Saito ab jetzt auch ein Genussmittel bleiben. 1 bis 2 Tassen am Tag. Gegen die Müdigkeit sollen weiter frische Luft und viel Wasser helfen. Klingt auf jeden Fall sehr vernünftig. Schönen guten Abend, Dr. Tassilo Scherle, Allgemeinmediziner aus Frankfurt. Hallo.
Warum macht Kaffee so süchtig? Oder Koffein, besser gesagt. Ja, also wir sprechen beim Kaffee auch eher von einer sogenannten Toleranzentwicklung. Das heißt, keine klassische Sucht. Der Körper gewöhnt sich durch Rezeptoren an den täglichen Koffeinkonsum. Anders jetzt als beim Nikotin oder auch anderen Drogen ist es keine Sucht. Das heißt, es wird nicht das Belohnungssystem angesprochen, sondern es kommt vielmehr an eine Gewöhnung der Koffeineffekte. Also das heißt, man merkt es gar nicht mehr, es macht einen gar nicht mehr wirklich wach. Was passiert im Körper mit und dann während des Entzugs ohne Koffein? Also wenn man den Kaffee weglässt, hat man in der Regel nach 20 bis 50 Stunden das Maximum der Symptome. Die können schon nach 12 Stunden anfangen. Die Entzugssymptome? Ja, genau. Das kann dann eine übermäßige Schläfrigkeit sein, es können Kopfschmerzen sein. Auch ganz quälend wird von vielen dann so eine Dysphorie, das heißt eine schlechte Stimmung beschrieben. Hat sie ja gesagt, eine schlechte Laune. Konzentrationsstörungen, es können Veränderungen im Schlafverhalten auftreten. Aber auch nach 1 bis 2 Wochen ist der Spuk dann auch wieder vorüber. Okay, also so lange sollte man schon mal durchhalten, wenn man es mal ausprobieren will. 10 Tage mindestens. Und dann hat man sich mal wieder auf 0 gesetzt und dann würde man eine Tasse Kaffee auch wieder spüren. Genau, richtig. Okay, man sieht gerade bei vielen jungen Leuten, dass sie Koffeintabletten nehmen, also so zur Leistungssteigerung, auch beim Sport zum Beispiel. Was sagen Sie dazu? Empfehle ich generell eigentlich nicht. Man kann punktuell mal durchaus in absoluten Sondersituationen mal den Körper mit Koffein unterstützen. Aber es sollte auf keinen Fall eine Gewöhnung werden, weil dann gewöhnt man sich daran, jedes Mal vorm Laufen, vor einer sportlichen Leistung oder vor einer Prüfung oder vorm Lernen was zu nehmen. Und dann bleibt irgendwann auch der Effekt aus. Das heißt, es wirkt gar nicht mehr, sondern man kann die Leistung nur noch dann bringen, wenn man die Koffeinmenge dem Körper zufügt. Genau, und immer steigert, also im Grunde, wie wir es beim Kaffee ja auch gesehen haben, ne? Dass man es gar nicht mehr spürt. Gibt es eine bessere Alternative zum Kaffee, zum Koffein? Also das wurde ja hier auch in dem Beitrag ganz schön gesagt. Es gibt ein paar gute Möglichkeiten, den Körper, den Kreislauf in Schwung zu bekommen. Also tatsächlich ist auf eine ausreichende Flüssigkeitsmenge zu achten. Durch ausreichend Flüssigkeit kann man den Blutdruck relativ gut hochbekommen, was für viele ein Thema ist, der einfach durch zu eine niedrige Flüssigkeitsmenge entsteht. Bewegung hilft sehr gut. Man kann auch sogenannte roborierende Maßnahmen ergreifen. Das heißt also Wechselbäder, Sauna mit anschließendem Abkühlen. Das sind alles Effekte, die den Körper auch relativ gut aktivieren können. Wie ist es denn mit Tee? Ist es schwächer, genauso stark? Tee hat in etwa 50% der Koffeinwirkung. Hier ist es jedoch wichtig zu unterscheiden. Es gibt natürlich auch Teesorten, die überhaupt keine Koffein- oder Teinwirkung haben. Das ist Rooibos oder Kräutertee. Das kann man also absolut bedenkenlos zu sich nehmen. Wenn man sich jetzt im Moment generell ein bisschen schlapp und müde fühlt, dann könnte es ja schon die Frühjahrsmüdigkeit sein. Gibt es die denn eigentlich? Was sagt der Arzt dazu? Es ist tatsächlich ein Phänomen, was wir beobachten. Und das liegt an 2 Botenstoffen. Da gibt es das sogenannte Serotonin. Das ist ein Botenstoff, den kennen wir auch immer wieder im Rahmen von Depressionen beziehungsweise der Mangel an Serotonin, und das sogenannte Melatonin, das Schlafhormon. Und das sind so eine Art Gegenspieler. Das heißt, nachts kommt vor allem das Melatonin hoch, was für einen guten Schlaf zuständig ist. Und beim Wachwerden, wenn Sonnenlicht kommt, dann wird das Melatonin unterdrückt und das Serotonin kann hochkommen. Und bei der Frühjahrsmüdigkeit ist es quasi so, dass der Körper noch in einem Winterschlafmodus ist. Das heißt, das Melatonin dominiert noch und der Körper ist eigentlich eher auf Sparflamme eingestellt und noch gar nicht auf diese verlängerte Tageslänge eingestellt. Und dann kommt es dazu, dass das Melatonin noch dominiert, das heißt die Schlafensseite dominiert und das Serotonin, das heißt für Aktivität, gute Stimmung und Motivation noch nicht so richtig sich ausbreiten kann. Okay, das müssen wir noch ganz schnell auflösen. Jetzt, was tun wir am besten? Also am besten, man gibt sich nicht dieser Müdigkeit hin. Das heißt, man sollte tatsächlich dagegen arbeiten. Wenn man sich dem Licht aussetzt, also mit dem ersten Sonnenstrahl aufsteht, wird das Melatonin tatsächlich unterdrückt. Kann man auch mit Tageslichtlampen zum Beispiel unterstützen. Also raus aus dem Winterschlaf und dann ist es ja auch meistens schön, wenn der Frühling kommt. Vielen Dank, Dankeschön, Herr Dr. Scherle.